Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie die Logical-Schnittstelle zusammen mit SysCAD funktioniert. Ich zeige Ihnen, dass unter BricsCAD und der AutoCAD funktioniert das genauso. Wichtig ist, dass die SysCAD-Variable den Pfad auf Logical kennt. Hier muss der Pfad auf Logical eingestellt sein. Im Werkzeugkasten Schnittgenerierung haben Sie dann den Befehl Logical-Position. Sie wählen aus Ihrem Logical den gewünschten Auftrag aus dem gewünschten Projekt. Sie können die Position der Ansicht in der Zeichnung bestimmen. Im Werkzeugkasten für den Import haben Sie die Möglichkeit, die Positionen zu bearbeiten. Das Update der Position kann ausgeführt werden und Sie können einen Schnitt einfügen. Mit der Funktion Bemaßung aus Block extrahieren nehmen Sie aus dem Block mit dem Schnitt die Bemaßung und können mit dem Werkzeugkasten SysCAD Bemaßung und dem Befehl Bemaßungsstil und Maßabstände ändern auch ganz einfach hier einen SysCAD Bemaßungsstilwechsel vornehmen und gegebenenfalls Maße, die Sie nicht sehen möchten, auch löschen. Es bleibt trotzdem eine editierbare Logical-Position. Ich kann mit dem Befehl Logical-Position bearbeiten, diese Positionen bearbeiten. Es öffnet sich das Logical. Ich nehme meine gewünschten Änderungen vor. Die Ansicht ändert sich sofort. Für den Schnitt verwende ich die Funktion Update und dann wird auch der Schnitt geändert.